Hallo ihr Lieben, ich bin Lia, willkommen auf meinem Kanal. All die, die neu sind, für euch eine kurze kleine Orientierung. Ich bin kein reiner Mensch, ich bin ein Wesen aus dem Hybridisierungsprogramm. Meine Genetik ist zusammengesetzt aus Menschengenetik, ein wenig von den grauen Spezies als auch von den Plejaden. Ich bin in direkten Kontakt mit verschiedenen Extraterrestrischen und bringe Botschaften von oben hier runter. Der Kontakt ist physisch, telepathisch, als auch, dass ich teilweise Botschaften channel. Das, was ich hier teile, sind Daten, die ich teilen möchte. Und ich muss hier einen Disclaimer sagen, damit hier das, was ich teile und dieses Video nicht von YouTube verschwindet oder auch gelöscht wird und ich weiterhin nicht zensiert diese Daten teilen kann, ist das, was ich hier teile, rein für Entertainment-Zwecke und Science Fiction. Es ist meine ganz persönliche Perspektive, aber alles, was ich hier teile, nehme ich sehr, sehr ernst und ist Teil meiner Wahrheit und Teil der Daten, die ich von meiner Crew, die sich auf Schiffen befindet, mit bestätigt bekomme und teilweise durchgegeben bekomme. Darum lade ich euch ein, alles, was ich hier teile, mit einem offenen Herzen zu empfangen. Euer Herz hat einen Wahrheitsfilter und hier könnt ihr ganz klar fühlen und spüren, was ist denn die Wahrheit, was ich hier teile, und ob es eure Wahrheit ist, müsst ihr entscheiden. Dass ich diese Sätze vorneweg sage, ist notwendig, damit das, was ich jetzt teile, nicht zensiert wird. Ich muss mich ein wenig durchnavigieren hier, dass ich manche Dinge nicht offen aussprechen kann, liegt einfach in der Natur der Dinge, da ich möchte, dass dieses Video sehr lange Bestand hat und auch weiter geteilt wird in dem YouTube-Algorithmus, ohne dass mein Kanal davon Schaden nimmt. Darum Entertainment, Purpose und Science Fiction. Trotzdem für mich meine reine Wahrheit. Ich habe lange überlegt, ob ich überhaupt über diesen Content sprechen möchte, aber nachdem es jetzt einfach notwendiger und notwendiger und notwendiger wird, fühle ich mich in der Position, dadurch, dass ich die Daten habe, es an euch weiterzugeben. Der erste Punkt ist, dass wir ja vor ein paar Jahren, beginnend Ende 2019, Anfang 2020, mit einem kleinen Gesundheitsmonster konfrontiert waren. Dieses kleine Gesundheitsmonster ist Teil der Massenhypnose gewesen und hat darauf abgezielt, die Menschen in Angst zu versetzen und die Menschen zu spalten und zu trennen. In dieser Spaltung- und Trennungsphase, die ein starkes Aufwachprogramm für diesen Planeten war, sind einige Maßnahmen empfohlen wurden. Diese Maßnahmen, die empfohlen wurden, haben die allermeisten aufgenommen. Diese Maßnahmen, um dieses kleine Monster einzudämmen und zu bekämpfen, hat für eine Art kleine Klassifizierung gesorgt, nämlich die, die die Maßnahmen angenommen haben und die, die die Maßnahmen verweigert haben. Ich muss hier, bevor wir in diese Thematik mit der Dublin-Attacke und der Miami Mall gehen, hier einen kleinen Ausschwung machen, da es wichtig ist, dass ihr das hört. Die Menschen, die diese Maßnahmen entgegengenommen haben, haben verschiedene Injektionen entgegengenommen. Und in diesen Injektionen war nicht nur ein Informationsträger, um das kleine Monster zu bekämpfen, sondern in diesen Injektionen sind auch Nanotechnologien verarbeitet worden. Dieses Wissen ist mir seit 2 Jahren bekannt und habe nicht darüber gesprochen, da ich hier keinen Standpunkt einnehmen wollte. Aber es ist wichtig für den Zusammenhang, dass ihr versteht, was hier passiert ist. Diese Nanotechnologie sind Nanobots, die sich aus den 5-dimensionalen Bewusstseinsebenen hier ihren Weg nach unten auf die Erde gefunden haben. Diese Technologie ist extrem hoch entwickelt und über das weit hinweg, was die Menschen kennen, was die Menschen produzieren können. Und diese Nanotechnologie sind Nanobots. Diese Nanobots auf Nanographienbasis sind intelligent und über die Ferne steuerbar, remote controlled. Und diese Nanobots sind trackbar, und zwar via Bluetooth. Jede Injektionscharge der Nanobots hat eine MAC-Adresse. Und nachdem alle Chargen entsprechend mit den Menschen datiert wurden, können diese Nanobots pro Person spezifisch angewählt werden. Diese Nanobots sind nicht nur in einer Weise arbeitend,
sondern in viele Ebenen arbeitend. Wer sich mit dem Thema Bluetooth-Geräte schon mal in Verbindung gebracht hat, Bluetooth-Geräte sind zum Senden und zum Empfangen da. Das heißt, diese Nanobots senden permanent Informationen an die, die sie haben möchten. Zusätzlich sind diese Nanobots Bluetooth-Empfängergeräte. Das heißt, es werden Informationen über diese Nanobots in die Umgebung geteilt. Und diese Nanobots können von allen Handyfunkstationen, von allen anderen Bluetooth-Geräten angewählt werden und es können Daten geteilt werden, unter anderem Bilder, Frequenzen, es können Emotionen geweckt werden, es können Gedanken geweckt werden, es können komplette Leben überschrieben werden. Es ist möglich, die Persönlichkeit hiermit zu ändern, indem ich zum Beispiel andere Persönlichkeiten einlese über diese Nanobots. Ähnlich wie ihr Bilder und Dateien und Texte über eure Bluetooth-Verbindung an einen anderen Bluetooth-Empfänger senden könnt, der dann entsprechend die Bilder zeigt. Das heißt, wir haben es hier mit einer Technologie zu tun, die ein massives, invasives Vorgehen in den Menschen auslösen kann. Es gab eine große Attacke in Dublin und wer ein bisschen sich beschäftigt mit Irland, hier ist die Kriminalitätsrate extrem gering. Ich bin sehr oft in Irland, um dort zu arbeiten, um dort mit den Menschen zu arbeiten, um dort mit den Energien zu arbeiten und das Land zu unterstützen, zu heilen. Zusätzlich bin ich dort, um auch ein bisschen die Kontakte vorzubereiten mit extraterrestrischen Wesen und der Crew von oben. Und Irland ist ein sehr friedliches Land. Die Iren sind sehr, sehr nette und herzliche Leute mit der sehr geringen Kriminalitätsrate. Und was hier passiert ist vor mehreren Wochen, dass urplötzlich Menschen in der Stadt von Dublin hochaggressiv wurden und begonnen haben, Teile von Dublin City abzubrennen und zu brandschatzen und zu plündern. Das ist alles aus dem Nichts wirklich heraus passiert. Es gab davor eine Attacke und angeblich wäre diese kleine Messerattacke ein Auslöser dafür gewesen, dass die Menschen in Dublin durchgedreht sind und mehrere Häuser abgebrannt haben, ganze große Areale in Dublin in Brand waren und die Polizei dem Ganzen nicht Herr wurde. Es wurde spekuliert, dass die Polizei versagt hätte hier und es kam mir damals sehr suspekt vor. Also bin ich in die Daten reingegangen und habe hier über die Kapazität, die ich habe, auf der Erde die Daten gesammelt. Und was ich herausgefunden habe, habe ich direkt an die Crew auf ihren Schiffen weitergegeben. Sie haben die Daten gegengeprüft und haben mir die Bestätigung gegeben, dass diese Daten korrekt gesammelt sind und dass das, was ich hier an Daten empfangen habe, auch korrekt ist. Was hier passiert ist, dass Menschen über Fernsteuerung dazu gebracht wurden, so zu handeln. Wir sprechen hier auch von Biosuits. Biosuits sind biologische Körper ohne Seele oder ohne Zugang zur Seele. Und was diese Injektionen auch tun, sie verhindern die Kommunikation, wenn sie es wollen, dass die Seele hier die Kontrolle über einen Körper hat. Das heißt, wenn diese Bluetooth-Geräte, die Nanobots in den injizierten Körpern beginnen, die Signale der Seele zu unterdrücken, können diese Körper remote controlled sein, das heißt ferngesteuert agieren. Und was hier passiert ist, man hat in diese Körper, in die Sequenzen, in die Gedanken und in das Emotionsfeld Bilder gesendet, die diese Leute halt hochaggressiv agieren und reagieren lassen, um hier ja einen Schlag zu versetzen in dem Kollektivbewusstsein der irischen Menschen. Und was hier passiert ist, dass ganz viele Iren in Leid gefallen sind und in Schuld. Und das ist eines der Hauptthemen in Irland, Schuld und Leid. Weil Irland eine sehr, sehr tiefe und lange Historie hat. Und was ich empfangen habe, ist, dass der Startschuss ist. Und sie haben es hier getestet, ob es möglich ist und wie weit sie gehen können. Und sie hatten Erfolg. Und wenn ich sie sagen, ist das hier die bekannt sind als das Kabal, die Dark Elite, die negativen Wesen hier auf diesem Planeten, die eine Manifestation des kollektiven Bewusstseins und Unterbewusstseins sind. Und ich habe es, um ehrlich zu sein, unterschätzt. Ich habe damals vor 2 Jahren die Nanobots in den Injektionen unterschätzt.
Ich habe diese Vorfälle nicht ernst genommen. Und als ich diese Vorfälle in Dublin gehört habe, habe ich empfangen, dass es ein Startschuss ist, aber habe hier noch für mich gesagt, ich teile es nicht, weil ich nicht in diese Dumps abtreten möchte. Und es tut mir leid, es ist mein Fehler gewesen. Es ist mein Fehler gewesen, dass ich damals nicht begonnen habe zu teilen, was eigentlich hätte geteilt werden müssen. Was jetzt passiert ist mit der Miami Mall, ist genau das Gleiche. Es baut aufeinander auf. Es sind hier über die verschiedenen Handy-Funkmasten, Bluetooth-Devices und andere Technologien, die Menschen in der Miami Mall angefunkt worden und künstlich aggressiv gemacht worden. Sie sind ferngesteuert worden, so zu handeln, wie sie gehandelt haben, so zu agieren, wie sie agiert haben. Und nachdem ich gehört habe und ich gesehen habe, dass das in Dublin der Anfang war ich auf der einen Seite geschockt und auf der anderen Seite nicht verwundert, dass es in Miami genauso weiterging. Und das ist nicht der letzte Vorfall. Und das ist eine Warnung, die ich ausspreche an euch alle. Bitte achtet auf euch. Es wird solche Dinge wahrscheinlich öfter geben. Da all die Nanobots in sich tragen, über Bluetooth jederzeit angewählt werden können und gezwungen werden können, zu denken, zu agieren und zu handeln, wie ihnen eingespielt wird. Und hier haben sie noch etwas gemacht. Sie haben über ein Hologramm ein Alien hineingebracht, eine Alien-Figur in die Kameras gebracht. Und diese Alien-Figur ist ein Hologramm und nicht echt. Und was sie hier fördern, ist eine Massenpanik und eine Fake-Alien-Invasion. Und ich möchte, dass ihr mir ganz genau zuhört mit dem, was ich euch sage. Diese Dinge können sich häufen und ich hoffe, dass sie sich nicht häufen. Dass hier Menschen in Panik versetzt werden und dazu gebracht werden, zu randalieren, dazu gebracht werden, Dinge zu tun, die sie nicht wollen, dass sie zu dem Zeitpunkt zu einem Biosuit werden oder von Anfang an ein Biosuit waren. Die haben die Technologien, hier es aussehen zu lassen, als wäre es eine Alien-Invasion. Sie können Projektionen erschaffen, die weit über das hinausgehen, was ihr Menschen glaubt, was an Technologien auf der Erde verfügbar ist. Und eins muss ich euch versprechen. Und das ist, dass die Wesen, die nicht von dieser Erde sind, zu 99,999% positiver Natur sind. Sie beobachten und sie schützen die Erde und sie sind nicht daran interessiert, eine Massenpanik auszulösen. Sie sind nicht negativ. Die negativen Wesen befinden sich auf der Erde und haben das Verständnis und den Verstand der Menschen über Jahrhunderte hinweg manipuliert und limitiert. Die wahren Bösen befinden sich hier im Untergrund auf dieser Erde und sie sind dabei, hier massiv loszulegen. Auf der anderen Seite, und das ist eine weitere Perspektive, ist, dass es darum gilt, dass ihr aufwacht und Nein sagt, dass ihr eure Frequenz erhöht, eure Prozesse macht, dass ihr tief in euer Unterbewusstsein abtaucht und schaut, wo habt ihr Unfrieden, wo lasst ihr euch manipulieren, wo manipuliert ihr andere, ihr seid Teil des ganzen Spiels und die Menschen kreieren die negativen Aspekte hier auf dieser Erde mit ihrem Unterbewusstsein. Ja, es wurde dahingehend manipuliert, so zu denken und das ganze System zu fördern. Aber ihr seid nicht limitiert und ihr habt es in der Hand. Es muss nicht so sein, dass solche Dinge weiter passieren. Es muss nicht sein. Ihr seid so viel stärker, als ihr glaubt, dass ihr seid. Ihr seid so viel machtvoller, als euch erzählt wurde. Und es ist Zeit, dass ihr in eure Kraft geht. Es ist Zeit, dass ihr euer Bewusstsein anhebt und das ganze Bild seht, damit solche Dinge nicht passieren. Und bitte seid achtsam, wenn ihr solche Nachrichten seht wie die Miami Mall, wie Dublin. Ihr wisst, was jetzt passiert. Ihr wisst, was dahinter steckt. Ihr wisst, woher es kommt. Und es ist über Jahre hinweg geplant gewesen, dass es so weit kommt. Und es wird dieses Jahr sehr, sehr verrückt werden
für all die, die dort in diese Themen eintauchen. Ich informiere jetzt hier darüber, damit ich nicht weiter informieren muss und den Kanal klar halten kann und hier als Motivation dienen kann. Und ich werde mit euch Seite an Seite gehen, euch navigieren durch dieses Jahr über meine Kurse, über die Videos, die ich mit euch teile, über das Wissen, was ich an euch weitergebe, weil ich möchte, dass wir hier in eine glückliche Zukunft gehen und nicht in ein Gefängnis weiter hineinlaufen, was geplant ist. Wir sind frei. Wir sind freie Seelen und wir haben einen freien Willen, und nutzt euren freien Willen. Sprecht aus, dass ihr solchen Maßnahmen nicht zustimmt. Nutzt eure Kreatorkraft. Kämpft nicht. Seid nicht der negative Spiegel von denen, die euch als negativen Spiegel haben wollen. Geht in eure Kreatorkraft und beendet das Leid in euch. Beendet das Leid in eurer Welt und stimmt nicht zu, dass so etwas Teil eurer Welt ist. Ihr könnt es beenden mit eurer Kraft. Und ich lade euch ein, dieses Video an so viele Menschen wie möglich zu teilen, damit so viele Menschen wie möglich die Wahrheit wissen und die Wahrheit erfahren und den Zugang haben zu dieser Wahrheit. Und ich werde dieses Video auch noch auf Englisch teilen, da es auch wichtig ist, dass diese Daten auch die englischsprachige Community weitergeteilt werden. Für jetzt war es das, was ich sagen wollte, und ich danke euch für jeden Kommentar, für jedes Like, für jedes Abonnement, was ihr da lasst, und für jedes Teilen. Es ist so unglaublich wichtig, dass die Menschen erfahren, was hier los ist. Und ich werde auch noch Informationen geben zu diesen Injektionen, zu den Biosuits, zu den ganzen Randinformationen, die ich hier gestreut habe. Ich werde euch informieren. Aber bitte verzeiht mir, wenn ich nicht jedes Kommentar einzeln beantworten kann. Ich werde euch eure Fragen beantworten und ich werde für euch da sein, egal was passiert. Ich werde immer da sein und euch schützen, euch begleiten und euch helfen, die Meister eurer Realität zu sein. Ihr seid stark. Ihr seid Liebe und ihr seid Kreatoren eurer Realität. Von meinem Herzen zu eurem. Ich danke euch für euer Sein. Ich danke euch, dass ihr hier seid. Ich danke euch, dass ihr mir helft, die Wahrheit rauszubringen. Und ich danke euch für euren Mut, aufzustehen und zu sagen, dass ihr nicht weiter zustimmt über all das, was auf diesem Planeten passiert. Ich liebe euch. Bis bald. Eure Lia.